Hallo, Freunde der digitalen Unterhaltung. Heute geht es um The Stanley Parable. Welches Genre The Stanley Parable zuzuordnen ist, das lässt sich schwierig definieren. Ich werde euch am besten ein bisschen darüber das Spiel erzählen und entscheidet selber. Ihr steuert Stanley aus der Ego-Perspektive durch die Räume und die Erzählstimme lotst euch. Dabei steht es euch frei, ob ihr der Stimme folgt oder einen eigenen Weg beschreitet. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Die Stimme reagiert auf eure Entscheidung und kommentiert diese passend. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Es gibt zahlreiche Anspielungen auf andere Computerspiele und je nachdem, was für Entscheidungen im Laufe des Spiels trifft, entwickelt sich die Geschichte völlig anders. Der Erzähler wird je nachdem, ob er seinen Entscheidungen folgt oder widerspricht, entweder euch loben oder sehr ungehalten. Also alles in allem ein total witziges Erlebnis. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig unkommentiertes Gameplay. Ich sage bereits an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas.